Früher war das Zentrieren einer Box mit CSS schwierig. Heute gibt es gleich mehrere robuste Möglichkeiten. Bei Variante 1 benutzt du Flexbox und zentrierst das Element einfach auf der Inline- und Blockachse mit Justify Content und Align Items. Variante 2 hat auf dem Container ein Display Flex und das zu zentrierende Element bekommt ein Margin Auto, um ihm in alle 4 Richtungen automatisch einen gleichen Abstand zu geben. In der dritten Variante nutzt du Grid. Der Container bekommt einfach Display Grid und das Shorthand Place Items. Place Items ist eine Sammeleigenschaft für Align Items und Justify Items. Und wenn beide denselben Wert haben sollen, dann brauchst du ihn nur einmal angeben. In unserem Fall fürs Zentrieren also einfach Place Items Center. Und die Hacking-Lösung von früher erspare ich euch mal. Für mehr solcher Videos folgt einfach meinem Kanal. Na gut, für alle, die dran geblieben sind, hier noch 2 hackige Wege in CSS zu zentrieren. Hast du Text in einem Container ohne weiteres Element, dann kannst du den Text mit Text Align Center horizontal zentrieren und mit einer Line-Height-Angabe, die der Boxhöhe entspricht, vertikal zentrieren. Das geht natürlich nur bei einzeiligem Text und wie schon gesagt, super hacky macht das nicht. Beim letzten Weg musst du gleich mehrere Positionseigenschaften kombinieren. Das Element wird horizontal zentriert durch Margin Inline Auto. Dann mit Position Relative und Top 50% auf die Mitte der vertikalen Achse verschoben. Aber weil das die obere Kante des Elements ist, müssen wir es mit Transform Translate Y minus 50% wieder um die Hälfte der eigenen Höhe hoch positionieren für die perfekte Zentrierung. Du merkst schon, weshalb das in der Sektion der hackigen Lösungen gelandet ist. Benutzt, wenn möglich, immer lieber eine der ersten 3 Varianten. Und jetzt ist wirklich Schluss.